P-R-O-C-H-A-S-K-A, Guntram. Guntram Prohaska. 1958 in Grötzing geboren, immer wieder zurückgekehrt und Holzsägekomponist. Das ist für mich jedes Mal ein Erleben, da durch den Wald zu stapfen. Und das ist eine immerwährende Entdeckungsreise. Und dann liegt da irgendwie ein Stück, das irgendwie luftgetrocknet ist, ausgemäkelt ist. Und dann nimmt man das in die Hand und schon dabei riecht schon wieder der Boden. Und das Stück ist vielleicht feucht oder ganz trocken. Und plötzlich sagt einem dieses Astloch oder dieses Stück Holz irgendetwas und das schaut einem an und sagt, hallo, ich bin's. Und wenn ich das dann sehe, dann nehme ich es manchmal mit. Und es kann dann schon mal passieren, dass jetzt auch nach so vielen Jahren diese Vielfalt mich so gelockt hat, das aufzuheben und ich komme dann wieder mit 5, 6 Riesenbrocken Holz aus dem Wald. Dabei wollte ich einfach nur mal irgendwie da rumspazieren, aber es ist dann eben für mich so viel oder so ich muss das bearbeiten oder ich habe das jetzt mal mitgenommen, das erzählt mir noch eine Geschichte. Wenn ich jetzt so einen Baum abklopfe, ja, dann gucke ich mir den das erste Mal irgendwie genauer an. Dann höre ich raus, ob jetzt beispielsweise da Hohlräume drin sind, dann ist es irgendwie kaputt. Und es ist dann quasi wie ein Instrument, also man kloppt da drauf rum, bum, 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 und man merkt, wow, das hat eine schöne Spannung. Diese Art Material hat wirklich eine schöne Spannung. Ich höre dann auch irgendwie, wie ich den Werkstoff oder das Material gerne hinlege, dass es mir sein Gesicht zeigt. Das ist so irgendwie, ich gehe dann da so außen rum und dann, okay, und da ist dann die Balance, da balanciert sich's auch, welches die Gesichtsseite wird. Schwer nachzuvollziehen, ich weiß es. Wenn ich mit der Kettensäge arbeite, dann habe ich ja eigentlich ein Instrument, mit dem ich etwas im Volksmund zerstören würde. Aber ich benutze die Säge für mich eher wie eine Art Karikaturstift. Und das ist aber dann auch ganz, da versuche ich mich wirklich irgendwie in dieses Bild, das ich dann sehe, so einzutauchen und eben eins zu werden mit dem Werkzeug. Es gibt oft Arbeiten, wo man dann nach Jahren irgendwie auch sagt, wow, wie habe ich das damals gemacht? Und ich habe das jetzt als Handwerker schon so oft nachgearbeitet. Das hat's nicht. Warum hat's das nicht? Das ist doch derselbe Winkel, von dem ich das angeguckt habe. Das ist doch dasselbe Bild, dasselbe Motiv. Warum ist es das nicht? Und das ist dann spannend. Ob das jetzt, das ist wie beim Fotografieren oder wie beim Musikmachen, dass manchmal der Klang der Stimme oder dass das einfach nicht da ist. Es ist einfach nicht da. Oder es hat genau getroffen und ist dann komplett stimmig. Wenn mich irgendetwas begeistert, dann kann ich mich stundenlang da reinfließen lassen. Und das ist, weil mich das neugierig macht, weil jeder Moment irgendwie was Neues irgendwie abzeichnet. Und ja, und das ist dann wie so ein Weg. Das ist so ein, wie ein Rausch kommen. Und das gibt einfach eine wunderbare Kraft zurück.
Dass man Selbstzweifel hat, das ist ja eigentlich immer da. Dass man jeden Strich an manchen Tagen überlegt und jede Bewegung oder jede Idee 100-mal hin und her abwiegt. Es gibt Zeiten, wo vermeintlich keine Idee irgendwo sich bildet im Kopf über irgendetwas. Es ist eigentlich auch ein großartiges Abenteuer, das man auch nicht immer kann. Manchmal kann man halt nicht. Und dann da braucht man aber jetzt nicht verkrampfen deswegen, sondern dann ist es im nächsten Moment schon wieder, ist es wieder da. Und dann geht's auf einmal. Der Name Prohaska, der heißt übersetzt kleiner Spaziergang. Und so habe ich dann irgendwie eine Reise um die Welt gemacht. Und geführt hat mich dann eben die Möglichkeit, an anderen Orten neue Erfahrungen zu machen. Und also ich bin gerne weggegangen, habe mir gerne Dinge angeschaut, war gerne eine Zeit lang zu Hause irgendwo. Und irgendwie kam es aber dann auch wieder hier an den Ursprung zurück. Also ich bin absolut happy, dass ich sagen kann, jetzt durfte ich 40 Jahre lang von und durch meine Ideenwelten, die sich so ergeben haben, leben und überleben und brauchte da eigentlich gar nicht so arg viel Hilfe dafür. Und das macht mich schon ganz schön glücklich.